Wir haben uns im Besitz der reinen politischen Wahrheit gefühlt. Sehr bald aber mussten wir erkennen, dass das, was Sinn und Inhalt unseres Lebens war, von unseren Feinden in einer Art und Weise bekämpft wurde, dass es für uns alle allmählich klar wurde, dass das zum Ende der Demokratie in Österreich führen wird. Wenn wir über die Geschichte Österreichs sprechen, so ist es oft, dass wir in der Vergangenheit zurückblicken und über Herrscherhäuser sprechen, über die Geschichte der Habsburger und meistens dann auch verhaftet bleiben in dieser K&K-Monarchie. Gerne vergisst man aber diese Phase zwischen 1933 und 1938. Im März 1933 hat die damalige Regierung unter dem Kanzler Dollfuß die Demokratie in Österreich beseitigt, das Parlament ausgeschaltet und die Abgeordneten daran gehindert, ihrer demokratischen Verpflichtung nachzugehen. Es ist für uns unvorstellbar, dass unsere parlamentarische Struktur nicht mehr funktioniert. Und damals war es so, dass 1933 das Parlament durch den damaligen Bundeskanzler Dollfuß ausgeschaltet wurde. Und eine austrofaschistische Diktatur errichtet. Am 12. Februar 1934 hat die österreichische Arbeiterbewegung an der Spitze die Sozialdemokratie, unterstützt vom Republikanischen Schutzbund, noch einmal versucht, die Demokratie zu retten. Die Februarkämpfe 1934 waren für Österreich sowas wie ein Bürgerkrieg, ein kleiner Bürgerkrieg, aber doch ein Bürgerkrieg mit mehreren hundert Toten und hat, denke ich mal, auch historisch gezeigt, dass Sozialdemokratie in der Lage ist, Demokratie zu verteidigen. Man muss sich das damals so vorstellen, dass man gewusst hat, dass man ungefähr 20.000 Kämpfer und Kämpferinnen des Schutzbundes gehabt hat und dass man gegenüber der Polizei und des Bundesheers mit ungefähr 60.000 Mann gestanden ist. Und diese Entscheidung, dass man gesagt hat, nein, man nimmt diesen Kampf auf, kann keine leichte Entscheidung gewesen sein. Am 12. Februar selber habe ich nur eine bleibende Erinnerung, da habe ich meine erste Tochter im Leben von meiner Mutter bekommen. Ich nehme an, es muss in den Vormittags- oder Mittagsstunden des 12. Februar gewesen sein. Das 105. Infanterieregiment auf Rädern hat sich gesammelt im Heidenpark und ist dann über den Gürtel in den Reimannhof. Dann sind also Heimwehrler mit den Hahnenschwanz am Kappe die Häuserfronten entlang gegangen, auch in der Steinbauergasse, und haben geschrien, Fenster zu, sonst wird geschossen. Ne? Und ich habe also gehört, dass da eine Wirbe ist und dass da offenbar Leute mit Gewehren sind. Habe das Schammerl geschnappt, bin zum Fenster, weil er zu klein war, bin auf das Schammerl gestiegen, da habe ich gerade über das Fensterbrettel und den Fensterpolster, den man damals noch hatte, was er überall eingezogen hat, ne, drüber geschaut und auf der Vis-à-vis-Seite gerade noch die Hahnenschwanzler mit dem Gewehr im Anschlag gesehen. Ich weiß, dass es ein organisierter Selbstmord ist, denn ich weiß, unsere Leute sind nicht bewaffnet und die anderen starren vor Waffen. Und ich weiß auch, dass ich das Opfer sein werde, aber trotzdem fahre ich nach dem Versprechen nach Bonn. Du musst stark sein. Du musst selbstverständlich, so wie ich, weiterkämpfen für die Befreiung des Proletariats. Es war ein aussichtsloser Kampf, denn das austrofaschistische Regime hat mit Unterstützung des österreichischen Bundesheeres, der Polizei, diesen Versuch, die Demokratie zu retten, brutalst niedergeschlagen.
Noch immer gibt es Bilder im kollektiven Gedächtnis unseres Landes, das zeigt, dass mit Kanonen und Maschinengewehren gegen Gemeindebauten in Wien vorgegangen worden ist. Für die österreichische Sozialdemokratie war zu diesem Zeitpunkt und in ihrer gesamten Geschichte eines klipp und klar: ein unerschütterliches Bekenntnis zur Demokratie, ein unerschütterliches Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit. Wir haben Republik und Demokratie erkämpft und immer mit ganzer Kraft verteidigt. Die Februarkämpfe sind uns Mahnung und Auftrag, eine Spaltung der Gesellschaft nicht zuzulassen. Es war bis vor kurzem eigentlich unvorstellbar, dass im Jänner 2021 in einer doch relativ gefestigten Demokratie wie den USA es wirklich auch Tote dabei gibt. Es ist absolut zeitgemäß, dass wir der Opfer des 12. Februar 1934 denken. Ein Signal zu setzen, wofür sich die Menschen damals eingesetzt haben, wofür es auch heute noch wichtig ist, sich einzusetzen. Es geht darum, unsere rechtsstaatlichen, unsere demokratischen Einrichtungen zu schützen. Das Gedenken nicht nur erinnern heißt, sondern auch kämpfen.